Hallo, willkommen beim Video. Ihr habt uns ja schon ganz oft gesehen, ja, so oft war es gar nicht, aber wir haben ja für den Frontlader einen Holzgreifer und bisher haben wir alle Arbeiten auch mit dem Frontlader gemacht. Der Wermutstropfen an der Sache ist aber, dass das ganz schön über die Vorderachse geht. Wer selber sowas hat, wird es wissen, die Lager sind irgendwann fertig. Ihr wisst auch, dass wir hier so einen Bagger stehen haben, der die meiste Zeit nur rumsteht. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, den Bagger könnte man doch eigentlich auch fürs Holzladen nutzen. Wir haben nur das Problem, wie ihr seht, wir haben hier nur Tieflöffel dran. Und wir versuchen jetzt mal, da Abhilfe zu schaffen. Viel Spaß beim Video. Mal kurz zur Erklärung, was wir hier treiben. Hier oben an der Stange ist hier ein Fettnippel eigentlich und der ist total verleuchtet. Und jetzt bauen wir quasi die Stange aus, damit wir dort komplett neuen Fettnippel und neuen Schutz, also neuen Schutzring aufschweißen können. Jetzt muss erstmal hier die Schweißnaht abgetrennt werden, dass wir den Schlüssel drauf kriegen, damit wir die Mutter runter bekommen, damit wir den Bolzen ziehen können. Und dann können wir die diagonalen Streben rausziehen, nur um den Fettnippel zu reparieren. Das hilft alles nichts. Wir brauchen das etwas größere Werkzeug. Was ist besser als eine Verlängerung? Selbstverständlich zwei. Aber zwei sind in diesem Fall auch nicht genug. Am Ende hilft doch nur der Meinungsverstärker. Aha.
Alle wach. Bitte darf sich Vati mal damit befassen. Sonst ärgert die Fettpresse mal Andreas. Zum Greifer kann ich euch gar nicht so viel sagen. Den habe ich schon seit 2 Jahren rumliegen. Den habe ich bei Kleinanzeigen mal geholt von jemandem, den sich auch einen Bagger bauen wollte. Der ist schon ziemlich mitgenommen. Seht ihr hier an den geschweißten Bolzen. Aber für uns sollte es noch reichen. Ich vermute mal von der Größe her, dass der auf einem Holzrückezug war, also auf einem LKW. So sieht er auch aus mitgenommen, aber wie gesagt, für uns sollte der noch reichen. Hier am Greifer selber ist noch ein bisschen was zu schweißen und dann müssen wir uns mal um die Aufnahme kümmern. So, während das jetzt trocknet, kümmern wir uns mal um die Aufnahme. Ich habe mich mal zwischen 2 unserer 3 Holzgreifer begeben. Ich will euch mal zeigen, was ich jetzt alles noch tun muss, damit wir den Greifer und diesen Rotator an den Bagger anhängen können. Und als Beispiel habe ich mal unseren Frontladergreifer hier daneben gehangen. Prinzipiell ist das der gleiche Aufbau. Und nun ist es ja so, dass ein Greifer pendelnd aufgehangen sein muss. Also nicht nur in die Richtung, sondern auch in die Richtung. Und dafür haben Greifer hier oben so eine Pendelaufnahme. Pendelgelenk nennt sich das. Bei unserem Bagger, habt ihr ja vielleicht schon in den Videos gesehen, zum Bagger, ich verlinke euch oben mal die Playlist, haben wir sowas nicht. Der hat nur bis jetzt Tieflöffel bzw. Tiefgrabwerkzeuge, sodass wir dort zum einen so ein Teil bauen müssen, so ein Pendelgelenk, das dann hier oben sitzt und am Greiferbolzen festgemacht ist. Und zum anderen müssen wir den Rotator, also das ist hier der hydraulische Rotator vom Frontlader, der ist hier unten in so einer Buchse drin. Die Buchse ist auf so eine Platte geschweißt und die Platte mit dem Greifer verschraubt. Und wie ihr hier unschwer erkennen könnt, habe ich das nicht. Interessanterweise würde sogar die Platte von dem Greifer hier passen, aber der Rotator hält das nicht aus. Das ist nur ein 3-Tonnen-Rotator. Was das genau für einer ist, weiß ich nicht. Ihr habt mir zwar versucht zu helfen, aber wir wissen es leider immer noch nicht, was das für einer ist. Aber ich denke mal, 6 Tonnen hat er mindestens. Manchmal komme ich auch nicht zum Punkt. Interessant wird die Buchse. Das Drehen, also Außendrehen, Durchmesser ist nicht das Problem, sondern die Querbohrung. Die ist in dem Fall hier nämlich 40 mm. Ihr habt es in den anderen Videos bestimmt schon mal gesehen. Im Hintergrund steht so eine einsame, verlassene Fräse. Und die geht nicht. Das heißt, wir werden die Querbohrung notgedrungen auch auf der Drehbank machen müssen. Und da wir aber kein 4-Backenfutter haben, müssen wir uns dort was einfallen lassen. Ich gehe jetzt erstmal in die Scheune, suche Material, in der Hoffnung, wir haben genug. Ich habe mir mal den 60 Kilo Rotator auf den Tisch gehuckt und erstmal die ganzen Maße aufgenommen und bin dann mal in unsere Scheune gegangen, genau genommen in den Keller unter der Scheune, weil alles kann man ja nicht in die Scheune packen. Und habe mal nach Material gesucht und in der Tat habe ich ein paar Sachen gefunden, nicht ganz optimal, aber ich wollte jetzt nicht extra da wahnsinnig viel Geld für Spezialzeug ausgeben, deswegen bauen wir uns die Sachen alle selber. Und das erste, was wir bauen, ist die Hülse, die hier auf dem Rotator sitzt. Das werden wir aus diesem Klotz hier machen.
Das ist Nummer 1. Die große Platte hier unten drunter, das wird die Aufnahmeplatte für die Hülse. Wir werden das dort nicht schweißen, wie es eigentlich gemacht wird, oder diese ganzen Aufnahmen, die es gibt, die sind geschweißt. Das wird ja dann so drauf sitzen. Und die Schrauben hier, die in den Greifer gehen, die sind ja vorgegeben. Und die Schrauben würden hier ganz nah an der Hülse stehen, sodass dann mit einer Schweißnaht unten überhaupt kein Platz mehr wäre, das vernünftig anzuschrauben. Und aus dem Grund werden wir diese Buchse von unten mit der Grundplatte verschrauben. Das heißt, das sieht dann so aus, dass wir mit diesen 16 mm Schrauben in den Greifer reinschrauben und von der Platte von unten in diese Hülse rundherum. Ich werde hier 8 mal M12 Schrauben verwenden, um die Platte mit der Buchse zu verbinden. Sollte halten. Als erstes müssen wir jetzt mal die Mitte anzeichnen. Es gibt solche Mittenfinder, ich weiß nicht genau wie die heißen, das ist im Prinzip ein 90-Grad-Winkel, wo exakt 45 Grad dazu etwas nach unten geht, wo ich exakt die Mitte anreißen kann. Problem ist, ich habe sowas nicht. Deswegen spanne ich das jetzt nochmal in die Drehbank ein und ziehe mit dem Drehstahl mir hier einfach nur einen Riss rein. Und das sollte theoretisch genau genug sein, um die Mitte zu finden für den Querbolzen.
kontrollieren wir mal, ob das so stimmt. Also was ich hier gemacht habe, ist, dass ich die Buchse zwischen zwei Spitzen im Prinzip genommen habe. Also die gedrehte Achterschraube auf der einen Seite und die normale Pinolenspitze auf der anderen. Und rein nach der Theorie müsste jetzt die Linie, die ich vorhin angezeichnet habe, exakt waagerecht liegen. Das heißt, ich prüfe jetzt einfach mit der Spitze vom Schneidwerkzeug, ob ich mit dem Riss übereinstimme. Es ist vielleicht 1-2 Zehntel weg, vollkommen ausreichend. Der nächste Schritt ist, dass ich jetzt hier die Buchse jeweils an den Stirnseiten an den eingespannten Klotz schweiße. Dann kann ich die Spitze wegnehmen und kann im Prinzip von vorne das 39 mm große Loch durchbohren. Bevor ich das anschweiße, gibt es noch einige Sachen vorzubereiten. Zum einen ist es so, dass wenn man auf einer Drehbank schweißt, man unbedingt die Führung hier unten abdecken muss. Denn wenn hier Schweißperlen draufkommen und die Oberfläche beschädigen, dann im schlimmsten Fall siehst du das dann am Drehbild. Und ich packe auch rundherum die Maschine ein, einfach aus dem Grund, weil in der Spänewanne sich immer ein bisschen Öl befindet, wenn man hier mit Schneidöl arbeitet oder die Maschine ist mal nicht ganz dicht. Deswegen packe ich die Maschine jetzt erstmal mit einer feuerfesten Matte ein. Das ist recht unspektakulär, das ist wie so ein Glasfasergewebe. Ich weiß nicht, aus was es ist. Und das Allerwichtigste, die Masse zum Schweißen darf auf keinen Fall irgendwo an die Drehbank dran gemacht werden, sondern immer am besten direkt ans Werkstück oder zumindest an ein Teil, was direkt mit dem Werkstück verbunden ist. In meinem Fall nehme ich jetzt hier eine Backe und klemme das an. Und der Grund ist der, wenn ich das nicht mache und klemme das hier irgendwo an Schlitten oder hier an Block oder sonst irgendwas, dann müssen die ganzen Ströme durch die Kugellager durch. Und an den Kugellagern kann es dazu kommen, dass so kleine Übergangsblitze sich bilden, so kleine Lichtbogen, und die zerstören dann die Kugeln in den Lagern und dann haben wir ratzfatz einen Lagerschaden. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich das beim Pakistani Truck Repair sehe. Die haben irgendwo die Masse an ihrer Drehbank dran gebunden und dann geht das wilde Geschweiße los. Also lange werden die auch nicht Freude dran haben. Ich traue mich ja fast nicht, aber ich muss doch mal einschalten. Also aufgepasst. 3, 2, 1. Keine Angst, ich habe es überlebt. Wie es weitergeht, seht ihr im zweiten Teil. Das wäre für den ersten jetzt zu viel geworden. Im zweiten Teil erkläre ich euch auch, warum ich keine 12er Schrauben nehme. Müssen wir ein bisschen technisch werden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne mal einen Kommentar da, wenn ihr auch lieber Sachen selber baut, als sie irgendwo zu kaufen. Wir haben da so einen kleinen Tick. Ja, wie gesagt, lasst gerne einen Kommentar da. Lasst auch gerne ein Abo da, das kostet euch auch nichts. Uns hilft, weitere Videos für euch zu machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!